Wenn du an den Heureka-Moment von Archimedes denkst, denkst du wahrscheinlich an das hier. Es könnte aber eher so gewesen sein. Im 3. Jahrhundert vor Christus beauftragte Hieron, der König der sizilianischen Stadt Syrakus, Archimedes mit der Leitung eines Ingenieurprojekts von noch nie dagewesenem Ausmaß. Hieron gab ein Segelschiff in Auftrag, das 50 Mal größer als ein normales antikes Kriegsschiff und nach dem Namen seiner Stadt Syrakusia heißen sollte. Hieron wollte das größte Schiff aller Zeiten bauen, das schließlich zum Geschenk für Ägyptens Herrscher Ptolemaios wurde. Aber kann ein Boot von der Größe eines Palastes überhaupt schwimmen? Zu Archimedes Zeiten hatte noch niemand so etwas versucht. Als würde man fragen, kann ein Berg fliegen? Für König Hieron war diese Frage von großer Bedeutung. Hunderte von Arbeitern müssten jahrelang an der Syrakusia aus Kiefern und Tannenbalken, vom Ätna, Seilen aus in Spanien angebautem Hanf und Pech aus Frankreich arbeiten. Das Oberdeck, auf dem 8 Wachtürme stehen sollten, sollte nicht durch Säulen gestützt werden, sondern durch riesige Holzbilder von Atlas, der die Welt auf seinen Schultern trägt. Am Bug des Schiffes sollte ein massives Katapult 180 Pfund schwere Steingeschosse abfeuern können. Zum Vergnügen seiner Fahrgäste sollte das Schiff eine blumengesäumte Promenade haben, ein überdachtes Schwimmbad und ein Badehaus mit beheiztem Wasser. Eine Bibliothek voller Bücher und Statuen, einen Tempel für die Göttin Aphrodite und eine Sporthalle. Und um die Sache für Archimedes noch schwieriger zu machen, hatte Hieron die Absicht, das Schiff mit Fracht vollzupacken. 400 Tonnen Getreide, 10.000 Gläser mit eingelegtem Fisch, 74 Tonnen Trinkwasser und 600 Tonnen Wolle. Es hätte weit über 1000 Menschen befördert, darunter 600 Soldaten. Und es beherbergte 20 Pferde in separaten Ställen. Etwas in dieser Größenordnung zu bauen, nur damit es dann auf der Jungfernfahrt sinkt? Nun, sagen wir einfach, dass Scheitern für Archimedes keine angenehme Option gewesen wäre. Also ging er das Problem an. Wird es sinken? Vielleicht saß er eines Tages im Badehaus und fragte sich, wie eine schwere Badewanne schwimmen kann, als ihm die Eingebung kam. Ein teilweise in eine Flüssigkeit eingetauchtes Objekt wird durch eine Kraft aufgetrieben, die dem Gewicht der vom Objekt verdrängten Flüssigkeit entspricht. Mit anderen Worten, wenn eine 2000 Tonnen schwere Syrakusia genau 2000 Tonnen Wasser verdrängt, würde es gerade noch schwimmen. Wenn dadurch 4000 Tonnen Wasser verdrängt werden, würde es ohne Probleme schwimmen. Wenn allerdings nur 1000 Tonnen Wasser verdrängt werden, nun, Hieron wäre darüber nicht sehr erfreut. Dieses Gesetz der Auftriebskraft nennen Ingenieure immer noch das archimedische Prinzip. Sie erklärt, warum ein Supertanker aus Stahl so leicht schwimmen kann wie ein hölzernes Ruderboot oder eine Badewanne. Wenn das Gewicht des vom Schiff verdrängten Wassers unterhalb des Kiels dem Gewicht des Schiffes entspricht, schwimmt alles, was sich oberhalb des Kiels befindet, über der Wasserlinie. Das klingt sehr nach einer anderen Erzählung über Archimedes und eine Badewanne, und es ist möglich, dass das daran liegt, dass es dieselbe Erzählung ist, die durch die Launen der Geschichte verdreht wurde. Die klassische Geschichte von Archimedes Heureka und dem anschließenden Streifzug durch die Straßen dreht sich um eine Krone oder Corona auf Lateinisch. Im Mittelpunkt der Syrakusia-Geschichte steht ein Kiel oder Korone auf Griechisch. Könnte die beiden verwechselt worden sein? Das werden wir vielleicht nie erfahren. An dem Tag, an dem die Syrakusier auf ihrer ersten und einzigen Reise in Ägypten eintraf, können wir uns nur vorstellen, wie die Bewohner von Alexandria in den Hafen strömten, um die Ankunft dieses majestätischen, schwimmenden Schlosses zu bestaunen. Dieses außergewöhnliche Schiff war die Titanic der antiken Welt, nur dass es nicht unterging, dank unseres Freundes Archimedes. Wenn du gerne etwas über Geschichte lernst, abonniere unseren Kanal. Jede Woche veröffentlichen wir Animationen zu allen möglichen Themen, von der Verschwörung gegen Julius Caesar bis hin zur dunklen Geschichte der Bananen.